Hallo und herzlich willkommen auf dem PW Review Kanal. Ich bin Adam und ihr fragt euch bestimmt, wieso ich so aussehe, wie ich aussehe. Das hat einen ganz einfachen Grund. Wir sind eingeladen worden auf eine Veranstaltung der 3. Kompanie der 228. Panzerjäger. Schauen wir uns einfach mal an, was die hier so aufgefahren haben. Kraftfahrzeuge, Truppenfahrrad und eine nicht enden wollende Anzahl von Zeltpyramiden. Und zwar sieht man hier auch die verschiedenen Ausführungen. Hier sieht man einmal ein Viererzelt, dann ein Achterzelt, dann so ein großes 16er müsste das sein, Zelt. Hier ganz normale kleine Zeltpyramiden. Hier liegt noch eine Panzerfaust, 60 rum. Und anscheinend haust hier die Feldgendarmerie. Wenn ihr mal ein Video haben wollt, wie man so ein Zelt aufbaut, dann schreibt das doch auch mal gerne in die Kommentare. Hier ganz wichtig, mit dem weißen Kreuz Wasserkanister, damit man den nicht mit dem Treibstoffkanister verwechselt, weil Trinkwasser ist natürlich auch wichtig. Hier ein ganz langer Schlauch aus Zelten mit Feuerstelle und um die Feuerstelle rum noch weitere Zelte. Hier haben wir das Funkerzelt mit dem F natürlich und der ganzen Funkausrüstung, den Funkgeräten. Hier der altbekannte Ackerschnacker für den Lokalfunk, sage ich mal so, Lokalverbindung. Auch funktionsfähig im Gegensatz zu unserem. Hier Gefechtsstand. Kommen. Lagebericht. Kommen. Keine besonderen Vorkommnisse, hier ist alles sauber. Nächste Überprüfung in 15 Minuten. Ich habe mich jetzt hier mit dem Kopf der ganzen Truppe zusammengefunden und ja, erzähl doch einfach so ein bisschen, womit sich das hier alles auf sich hat. Ja, also wir sind ja grundsätzlich mal gestartet als so ein Freundeskreis. Ne? Viele Fahrzeugbesitzer, die mal ihr Fahrzeug in der normalen Umgebung und in der normalen geschichtlichen Darstellung zeigen wollen. Und daraus ist das Ganze dann herausgewachsen und immer mehr Leute mit Fahrzeugen und uniforminteressierte Sammler sind dann zu uns gekommen, weil sie das Thema gar nicht kannten. Das gab es früher in Deutschland noch nicht. Zumindest nicht in dieser Epoche und nicht in diesem Umfang. Und dadurch, dass wir immer mehr Fahrzeugbesitzer dazu aktivieren können, ihre Fahrzeuge nicht nur schön zu machen, sondern auch adäquat zu benutzen, nämlich mit Tarnung dran, in Deckung fahren und auch mal in einer Gefechtsdarstellung für Film und Fernsehen zu bewegen, werden wir halt immer größer. Und wir haben jetzt hier die Möglichkeit, mal das eine oder andere auszuprobieren, mit neuen Fahrzeugen, mit neuen Personen, die dazu kommen, um ihre Fahrzeuge auch uns mal zu zeigen, wie sie damit umgehen können. Weil auch das ist natürlich auch so eine Sache. Es gibt ganz viele Fahrzeugsammler, die ihr Fahrzeug nur begrenzt gut fahren können, sondern ihren Fokus dann darauf legen, das zu restaurieren. Und hier muss man halt alles können. Also man muss ein bisschen schrauben können, man muss das Fahrzeug bewegen können und dazu diese militärische Darstellung insgesamt. Weil das ist natürlich der Rahmen, den wir dann hier versuchen zu binden. Das Wichtigste, ohne Mampf kein Kampf, wird hier gerade die Verpflegung vorbereitet von den Feldköchen. Und da alles vor dem Stabszelt mit erbeuteter Union Jack Flagge und Star Spangled Banner. Äpfel mit Kartoffeln und Fleisch und Zwiebeln und Eier. Vergiss das Bier nicht. Und Bier, ganz wichtig. Ich habe mir sagen lassen, dass die Jungs heute nicht so viel Schlaf bekommen haben, maximal eine Stunde. Und dementsprechend ist der Hunger natürlich entsprechend ausgeprägt. Noch mehr Trinkwasser und da so eine ganz neckische Zapfanlage für Trinkwasser mit einer Pumpe. IF8. Und da hinten sammeln sich die Kameraden gerade. Kisten, jede Menge Hocker. Und hier wird auch die Mannausrüstung gesammelt. Und hat sich entschlossen, dem Bund der Ehe einzutreten. So, auf den Boden.
Markantes Ziel! Feuer frei! Feuerschein! Abwarten! Querflug von links nach rechts. Stark! Dreht nach rechts rüber! Wo viele Panzer sind, nicht wahr? Da ist es nicht so einfach, nicht wahr? Und da war es ja so, sehen Sie mal, tagsüber, bei den Russen, da standen die auf den Höhen, das ist ja ziemlich flach da, nicht wahr? Da standen immer Panzer drauf. Die Russen waren schon an uns vorbei und wir haben in einem Wassergraben gelegen, nicht wahr? Wir haben da drin gelegen, bis die Dunkelheit einbrach, nicht wahr? Und sind dann da drin lang gekrochen in den nächsten Wald rein, nicht wahr? Da hätten sie keine Chance gehabt. Nicht? Und die Russen hatten ja Panzer. Auch vor allen Dingen, warum jüngere Leute dabei sind, weil wo hat man schon mal die Chance, mit einem 30, 40, 50.000 Euro teurem Fahrzeug zu fahren, das zu benutzen, weil nicht zwangsläufig ist der Fahrer auch der Besitzer von Fahrzeugen, sondern die Besitzer stellen das auch hier manchmal zur Verfügung für junge Leute, dass die auch mal die Erfahrung machen können, mit so Autos zu fahren oder mit einem Quad, wie hier im Hintergrund, zu fahren. Auch schon die Ehre. Ja, und das ist natürlich für viele echt ein großer Anreiz, ne? Also abseits von dem, was man im Fernsehen sieht, es mal echt zu erleben. Und so ein Wochenende wie dieses mit durchwachsenem Wetter, Regen, viel Anstrengung und viel Spaß trotz alledem, das ist für viele eine neue Erfahrung, die machen, weil die Generation, die gerade so neu dazukommt, die über 18-Jährigen bis ich sag mal Mitte 20, die kennen das oftmals nicht mehr. Die sind weder in Sportvereinen noch sind die groß sonst engagiert und finden hier manchmal im Hobby wieder so dieses ein Stück weit was Natürliches, sich draußen die ganze Zeit aufzuhalten. Ich sage jetzt mal das Wort Kameradschaft, also das heißt unter Gleichgesinnten sich austauschen zu können. Und das ist für viele wirklich ein Anreiz, dabei zu sein. Und Lagerfeuerromantik gehört natürlich auch dazu. Und wie gesagt, Schwerpunkt bei den Fahrzeugen. Ja, das klingt ja interessant. Wenn man denn jetzt ein eigenes Fahrzeug hat, was jetzt in die Zeit passt und sich dann da dafür interessiert, das auch mal in Aktion zu zeigen oder das vielleicht auch, wie du sagst, selber zu lernen, vielleicht wie auch wirklich der Umgang damit war. Wo kann man sich dann am besten bei euch melden? Habt ihr da es gibt eine Facebook-Seite, die so heißt wie unsere Einheit, 3. Kompanie Panzerjägerabteilung 228. Das ist halt diese historische Einheit, die wir versuchen darzustellen. Und da findet man uns, da gibt es dann Kontaktadressen und da kann man dann den Kontakt aufnehmen. Und wir gucken dann, ob derjenige zu uns passt und dann haben wir immer die Möglichkeit, jemanden auch mal mitzunehmen, den einzukleiden, dem mal das Hobby nahezubringen, ob ihm das gefällt, ob er das schafft, auch mal so ein Wochenende ohne Handy mal im Zelt zu übernachten. Ja. Und wenn der dann passt, darf er natürlich jederzeit wiederkommen. Wir sind also eine reine Interessensgemeinschaft, das ist vielleicht auch nochmal wichtig. Wir sind kein Verein oder so, sondern wir sind eine reine Interessensgemeinschaft, wo wir uns zusammengefunden haben, um halt solche Dinge machen zu können. Also man braucht jetzt nicht eine komplette Ausrüstung? Nee, für den Start auf gar keinen Fall. Erstmal, viele junge Leute haben das Geld im ersten Moment nicht. Und man kann mittlerweile alles kaufen als Kopien, als Nachbildung. Das sieht man ja auch auf eurem Kanal auch durchaus oft. Aber trotzdem ist es natürlich ein finanzieller Aspekt, wo wir am Anfang sagen, Mensch, leiht euch das bei uns, guckt euch das mal an. Wenn euer Interesse so groß ist, dann kommt das ein oder andere kaufen, was man denn gerne selber haben möchte, das kommt schon von alleine. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank für das sehr gerne schöne Erlebnis und vielen Dank, dass ihr da wart. Dass wir da sein durften. Ja.